Nachdem es im Frühjahr trotz Deko-DLC recht ruhig um die pagonischen Pioniere war, erscheint diese Woche neben dem sogenannten Freibier-Update auch der erste Story-DLC Midosong. Da es jetzt dann doch umfangreicher geworden ist, teilen wir das Ganze in 2 Videos auf. Sprich, heute befassen wir uns mit allem rund um das Freibier-Update bzw. dem Content, den jeder kostenlos bekommen wird, und konzentrieren uns dann in den nächsten Pagonia News ganz auf den großen DLC inklusive neuer Roadmap. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Die heutigen Pagonia News werden euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, die den Die Siedlererben mit ca. 18 € zum Bestpreis für euch im Angebot haben. Wenn ihr also noch unentschlossen seid, günstiger wird's definitiv nicht mehr, und mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. Ach ja, was wäre die Siedlerreihe ohne Alkohol? Bereits im guten alten Die Siedler 2 musstet ihr für neues Militär nicht nur Schild und Schwert herstellen, sondern jedem Rekruten ebenfalls ein Fass Bier mit auf die Reise geben. Wahrscheinlich als kleine Motivationshilfe gedacht. Da kommt es also nicht von ungefähr, dass bereits im ersten Teaserbild vor über 2 Jahren eine Brauerei abgebildet war, die es, wenn auch auf den letzten Drücker, dann doch noch jetzt ins finale Spiel geschafft hat. Die Brauerei selbst könnt ihr ab sofort relativ früh im Spiel errichten und dient sozusagen als Nahrungsergänzungsmittel für eure Pagonia. Generell wird die Nahrungsvielfalt jetzt viel wichtiger, aber dazu kommen wir gleich noch. In der Brauerei arbeiten fortan 3 Braumeister, die ein bisschen an Mönche erinnern, was ja auch passen würde, und verarbeiten neben Wasser, Feuerholz und Getreide für Bier auch die neue Ressource Holunderbeeren, aus deren sie Holunderbeerensaft herstellen können. Holunderbeeren wachsen fortan wie normale Beeren frei in der Natur und können von euren Sammlern gepflückt werden. Sprich, da ihr für Bier erstmal eine funktionierende Getreidefarm benötigt, greift ihr im Early Game auf die alkoholfreie Variante zurück. Um dem Ganzen einen Sinn zu geben, baut das Freibier-Update auch das generelle Nahrungssystem leicht um. So ist es ab sofort wichtiger, so viel Vielfalt in eure Gerichte hineinzubringen, bzw. euren Köchen die Möglichkeit zu geben, ständig etwas Neues kombinieren zu können. Denn durch jede Zutat, die ein Koch beschaffen kann und sich von der zuvor zubereiteten Mahlzeit unterscheidet, erhöht sich der Abwechslungsbonus um 1, was wiederum eure Pagonia-Population zugutekommt und dem klassischen Siedlermangel entgegenwirkt. Damit ihr hier nicht den Überblick verliert, könnt ihr mit einem Klick auf den Marktbrunnen alle verfügbaren Zutaten einsehen bzw. auch ganz gut nachvollziehen, was eventuell noch ausgebaut gehört. Und das war's aber tatsächlich noch nicht. Abseits vom Saufgelage bringt das neue Update auch 2 weitere super spannende Neuerungen. Zum einen wurden die prozedural generierten Maps massiv verbessert. Hier könnt ihr nämlich ab sofort, wie aus der Kampagne bekannt, auf Erdrutschhindernisse wie auch auf Dornenwälder stoßen, die ihr dann erstmal beseitigen müsst. Sogar auf den Werwolf-Endboss Marschka könnt ihr jetzt random treffen, also falls ihr ihn nicht vorab in den Einstellungen deaktiviert habt, was eine ganze Runde extrem aufwerten kann. Natürlich sind diese Funktionen auch im Karteneditor verfügbar. Der zweite Punkt ist das experimentelle Siedlerlimit, mit dem ihr dieses bis auf zu 10.000 Pagonia anheben könnt. Ich glaube, bisher war bei ebenfalls extrem großzügigen 3.000 Schluss, welche ich nie erreicht habe, was aber auch meiner Spielweise geschuldet ist. Diese Einstellung ist aber, wie der Name schon sagt, experimentell und kann zu Lasten der allgemeinen Performance gehen. Mit schlechter Hardware lasst ihr hiervon also besser die Finger weg. Alles in allem also ein ganz nettes Update, welches aber in erster Linie dafür da ist, das Spiel auf den kommenden Content-DLC Midosong vorzubereiten, den ich euch dann, wie gesagt, in den nächsten Pagonia News inklusive brandneuer Roadmap im Detail vorstellen werde. Für alle Pagonia-Fans sicherlich auch interessant, lässt sich die Pre-Alpha-Version von The First Explorers jetzt via Patreon-Mitgliedschaft ebenfalls spielen. Da schieben wir vor Midosong noch eine Explorer-News-Folge ein. Ja, ist wieder typisch, da passiert wochenlang nichts und dann wieder alles gleichzeitig. Sei es drum, freut euch also auf massig Siedler-Content in eurer Zocker-Lounge und in diesem Sinne bis zum nächsten Video.
Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.